Okay, meine lieben Freunde, so, heute wird's spezial. Und zwar Kasikorn scheint die erste Bank zu sein, die jetzt in Thailand zwecks der Steuer, der Einkommensteuer, entsprechend Formulare verschickt, um entsprechend Daten für die Steuer zu erfassen und diese Daten dann auch mit dem Finanzministerium oder im Finanzamt abgleichen zu können. Klingt wahnsinnig erschreckend, ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich versuche euch einfach mal meine Erfahrung jetzt mit diesen Formularen rüberzubringen. Und ihr seht hier jetzt einfach mal kurz im Hintergrund die entsprechende E-Mail, die die Kasicom Bank auch verschickt hat. Und da steht halt drin, dass man das bis zum 20. Dezember ausfüllen soll und dann entsprechend per E-Mail an die Kasicon zurückschicken kann. Und das wäre jetzt mal so das Verhalten der Kasicon Bank. Wie es jetzt bei anderen Banken aussieht, ob die schon verschickt haben oder wie die Formulare da sind, das kann ich nicht sagen. Es dürften aber vom Prinzip her dieselben sein. Was die ganze Sache etwas schwierig macht, ist, dass nicht viel Beschreibung dabei ist. Eigentlich gar keine. Ich habe also auch bezüglich dieser Formulare mit der Kasicon telefoniert, mit dem Haupthaus. Und irgendwie sind wir da nicht weitergekommen. Ich bin dann direkt auf die Bank gefahren, das ist dann eine andere Geschichte, dazu komme ich aber dann gleich. Das bedeutet jetzt eigentlich für uns auch, dass es mit der Steuernummer und der Einkommensteuer in Thailand für uns Auswanderer und Experts wirklich ernst wird. Thailand wird das anscheinend wirklich knallhart durchziehen. Was dann am Ende dabei wirklich rauskommt, kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall, die Bank macht jetzt schon mal klar Schiff. Ja, werden wir mal abwarten müssen, was als nächstes noch alles daherkommt. Das wäre jetzt quasi das Hauptformular. Und da geht es eigentlich mal ganz normal so gemütlich durch Nationalität, Applikation, Titelname, Surname. Das bringt man auch mit schlechtem Englisch noch hin. Place of Birthday, City, Country, Tax ID, Tax Identification Number, TIN or ID Card Number. Dann haben wir hier Passportnummer und hier haben wir dann Thai Tax Identification Number, TIN. Mandatory if you have taxable income, also steuerfähiges Einkommen in Thailand. Obligatorisch, wenn Sie in Thailand steuerpflichtiges Einkommen haben, sollte man sie hier angeben. Ich denke, das ist dieselbe Nummer und hier geht es nämlich schon los. Es ist ein bisschen irritierend alles. Man weiß gar nicht so genau, was man eigentlich hier wirklich machen soll. Ja, das ist, also ich würde mal sagen, hier kommt unsere Steuer-ID rein, die wir uns ja schon geholt haben. Da verlinke ich nochmal das Video, wie ihr die holen könnt, am Beispiel Pattaya. Für andere Ämter, na Klua draußen in Pattaya oder wie es in Isan draußen auf dem Land ist, in Bangkok, in Hue Hin. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir kennen alle Thailand. Thailand ist speziell, es ist auf jedem Amt, auf jeder Immigration, auf jedem Steuerbüro einfach anders. Same, but different. Dann Status of Customer, ne, also die Selbstzertifizierung, soll sich selber zertifizieren. Dann kommen jetzt hier erst einmal ein paar allgemeine Fragen, die betreffen also Amerikaner. Wenn kein Amerikaner sagt, könnt ihr das eigentlich schon mal weglassen. Soweit bin ich da schon mal raus. Dann wird es hier noch ein bisschen interessanter. Dreht sich eigentlich alles um amerikanische Sachen. Ne? Dass du ein Citizenship da drüben hast, ob du eine Adresse da drüben hast, ob eine Adresse, amerikanische Adresse mit einem Kasicon-Konto verbunden ist oder angegeben wurde. Das müsst ihr euch dann hier im Zweifelsfall alles mal zweifelsfrei übersetzen lassen. Ja, das ist. Schneidet er jetzt hier ein bisschen ab, ist klar. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Er zeigt es wahrscheinlich gar nicht an. Müsst ihr euch dann wirklich durchhangeln. Das ist. Daran hängt dann ab, was ihr dann hier ausfüllen müsst. Da müsst ihr eigentlich normalerweise gar nichts machen. So, und je nachdem, was du dann hier hast, musst du noch ein weiteres Formular ausfüllen. Okay, je nachdem, was du jetzt quasi auf dem ersten Formular angegeben hast, wäre es dann jetzt an der Zeit,
sich mit dem zweiten Formular zu beschäftigen, sobald du was mit den amerikanischen Staaten von Amerika oder den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun hast. Certificate of Foreigner Status, ich lasse es euch mal kurz übersetzen. Eine Bescheinigung über den ausländischen Status der wirtschaftlichen Eigentümers, über die Steuerbehandlung und Berichterstattung in den Vereinigten Staaten Einzelpersonen. Das ist also quasi für die Einzelperson, wenn man also eine Adresse oder eine Telefonnummer verknüpft hat, einen Wohnort noch oder steuerpflichtig ist in Amerika oder sonst irgendwas, was also quasi jetzt im ersten Formular zu sehen war, dann müsstet ihr das als nächstes ausfüllen. Gut, dann kommen wir mal zu dem letzten Formular, dem W9. Request for Taxpayer Identification Number and Certification. Für mich ist es quasi jetzt das Formular, wo man, wenn man noch keine Steuernummer hat, sich eine Steuernummer beantragen kann. Das würde dann quasi über diese Bank laufen. Ich frage mich bitte nicht, was hier angekreuzt werden soll oder sonst irgendwas. Ich blicke es selber nicht. Also das sind jetzt mal die 3 Formulare, die euch quasi zugeschickt werden und die sollen dann bis zum 20. Dezember quasi in meinem Fall jetzt bei der Casicon vorliegen, kann ich dann per E-Mail hinschicken. Die wenigsten werden ein Pad haben mit Tabletstift und sonstiges, um das direkt auf dem Tablet auszufüllen. Sie müssen es sich halt ausdrucken lassen, im Copyshop einscannen lassen und dann per E-Mail verschicken. Ich war bei der Bank. Wie gesagt, also ich war mir da unsicher, ob das so richtig ist, wie ich das alles verstehe. Also ob ich jetzt hier eine Steuernummer beantragen kann. Ich habe keine Sozialversicherungsscheinnummer, wüsste schon wieder gar nicht, was ich reinschreiben soll. Employer Identification Number. Okay, könnte man vielleicht mal noch irgendwann rauskriegen, was das ist. Müsst ihr mal googeln. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Eine riesen Litanei hinten dran, den können wir noch richtig schön runterblättern. Bei dem anderen waren es etwas gar nicht so viel hinten dran, aber ist okay. Fazit ist, ich bin zur Bank gefahren, nachdem das Telefonat mit der Zentrale ja nicht so prickelnd war, also nicht so ergiebig war. Man hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber wir sind nicht übereingekommen. Da gibt es ja bei mir noch das Problem, dass ich noch eine Bescheinigung habe und ein paar andere und die ich natürlich da auch gern anerkannt hätte und mit vermerkt hätte, was in dem Fall hier in diesen Formularen ja auch nicht der Fall ist. Ich hatte quasi Besonderheiten und da würde ich euch sowieso auch empfehlen, sprecht bei der Bank vor. Also ich bin einfach zu Casicon hin, habe ihnen gesagt, die und die E-Mail habe ich von euch gekriegt, ich blicke da nicht durch, ich bräuchte bitte mal kurz ein paar Auskünfte. Habe meine Wartenummer gezogen, habe meine Viertelstunde da abgesessen und war dann dran. Die Dame hat sich meine Papiere, meinen Pass angeguckt, mein Visum angeguckt, hat freundlich gelächelt, hat alles erklärt, hat gesagt, wie es läuft. Und was sie im Endeffekt ausgefüllt hat, war das Formular, was ich euch als allererstes gezeigt habe. Nämlich das hier. Das Formular hat sie bearbeitet, das habe ich auch unterschrieben und das hat sie dann eingereicht. Das war eigentlich der ganze Zauber an der ganzen Geschichte. Sie hat auch nicht viele Fragen gestellt, wobei ich jetzt sagen muss, sie war sehr erfreut, dass ich bereits eine Steueridentifikationsnummer hatte. Das machte die Sache natürlich etwas einfacher. Also wenn ihr die Nummer schon habt, ist es etwas einfacher, aber geht mit diesen Formularen einfach zur Bank. Wie gesagt, ich bin eigentlich so mit Übersetzen und so weiter ganz gut. Ich komme eigentlich mit den Formularen ganz gut hin. Aber hier ist einfach die Erklärung, wie man es ausfüllen soll oder was man reinschreiben soll, finde ich wirklich nicht ausreichend und teilweise wirklich halt irritierend. Also hier kommt die Taxnummer, eure Steuer-ID-Nummer rein und hier würdet ihr nichts ausfüllen, weil ihr nicht kein Einkommen in Thailand habt. Wenn ihr da was reinschreibt, müsst ihr natürlich eine Arbeitsgenehmigung haben, ist natürlich auch klar. Ja, das sind alles so kleine Schmankerl. Also wie gesagt, beste Erfahrung, meine Erfahrung ist bei der Bank vorsprechen und mit den Sachbearbeitern das dann vor Ort kurz erledigen. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert, gar ganz fix. Und dann war die Sache eigentlich vom Tisch. Also wie gesagt, wenn ihr schon die Taxnummer habt, ist die Sache natürlich einfacher. Wenn ihr noch keine Tax-ID habt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr sich euch selber holt. Ich verlinke nochmal ein Video, wo man sie bekommen kann und was man für Unterlagen braucht. Und ansonsten, wie gesagt, mit der Bank quasi diese Tax-ID dann beantragen mit dem Formular, was da eben beiliegt, was ich euch auch gezeigt habe. Ne, dieses WB9. WB9 war es, glaube ich. Lass mich nochmal kurz gucken. Schalten wir nochmal kurz rüber auf das andere Formular.
Das wäre dann quasi die Beantragung des Formulars zur Beantragung der Steueridentifikationsnummer, wenn man es jetzt dann über die Bank machen kann. Also ich verstehe das so, dass es dieses Formular ist. Wenn ich dieses Formular ausfülle, kann ich das entsprechend bei der Bank quasi gleich mit beantragen. So. Mehr Informationen kann ich dazu leider nicht mitgeben. Wie gesagt, es ist etwas kniffliger. Ich kann es euch auch nicht besser erklären. Das waren die Dinge, die ich jetzt da rausgezogen habe und ich hoffe, das hilft euch ein kleines bisschen weiter. Also wie gesagt, nicht verzagen, bei der Bank nachfragen und dann kommt ihr da eigentlich auch schon weiter. Okay? Sollte dir das Video gefallen oder weitergeholfen haben, würde ich mich über ein Like natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann kleiner Hinweis, ich produziere diese Videos natürlich privat in meiner Freizeit und würde mich natürlich über eine kleine Spende, Zustimmung bzw. Unterstützung des Kanals sehr freuen. Ein PayPal-Spendenkonto bzw. Bankverbindung, Bitcoin und Lightning findet ihr am Ende der Videobeschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video.